Sie werden denken, dass diese Verfolgungsjagden nicht echt sind. Ein gestohlener GMC Pickup flüchtet mit 120 Meilen pro Stunde. Ein alter Mitsubishi wird mit einem gefährlichen PIT-Manöver gestoppt. Ein Testfahrzeug überschlägt sich. Und das Interessanteste ist, dass ein einarmiger Verdächtiger auf die Gegenfahrbahn fährt und die Polizisten in den Wahnsinn treibt. Wenn Sie bereit sind, lassen Sie uns beginnen. Während einer Routinepatrouille im Bundesstaat Georgia bemerkte ein Deputy Sheriff der Cobra-Einheit ein Fahrzeug mit der Aufschrift Testfahrt. Diese Aufschrift fiel ihm auf, da die Nutzung auf öffentlichen Straßen verboten ist. Als der Beamte, der das Fahrzeug anhalten wollte, seine Sirene einschaltete, gab der Fahrer plötzlich Gas und es kam zu einer Verfolgungsjagd mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt. Das Fahrzeug raste durch die Straßen von Riverdale, missachtete Ampeln und brachte andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Wenn du actiongeladene Fluchtvideos und detaillierte Polizeiberichte liebst, kannst du unseren Kanal abonnieren. Jede Woche erwarten dich 2 neue Videos. 97% unserer Zuschauer sind noch nicht abonniert. Wenn dir unser Video gefallen hat, vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren. We're going to be going towards 85. This unit is at 85. It's about 4 people. They're going to flank to 85. They can flank on 4th Parkway 85. Hey, whoever this is behind me, I need you to come out. Back up to 4th Parkway eastbound. Towards 85. 4th Parkway eastbound 85. Come from Southwest Parkway. Southwest Parkway. He's on the left we're right on South Bridge. 20 miles per hour. Während der Verfolgungsjagd führte der Hilfs-Sheriff ein PIT-Manöver durch, um das flüchtende Fahrzeug außer Gefecht zu setzen. Infolge dieses Manövers überschlug sich das Fahrzeug und die beiden Verdächtigen im Fahrzeug wurden kurzzeitig darin eingeklemmt. Dank des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnten der Fahrer und der Beifahrer unverletzt aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach dem Vorfall wurden beide Personen festgenommen. Bei der Durchsuchung wurde bei einem der Verdächtigen eine kleine Menge Marihuana gefunden. Ein interessantes Detail war das Geständnis des Fahrers nach seiner Festnahme. Das Fahrzeug war eigentlich das neue Auto seiner Freundin. Als er festgenommen wurde, drückte er seine Reue aus und sagte: „Wenn meine Freundin davon erfährt, bringt sie mich um." Der Vorfall zeigte einmal mehr, wie schnell die Polizei in den USA bei Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagden in der Stadt Entscheidungen trifft und die Gefahr mit dem PIT-Manöver beendet. Wie kann ein Mann mit nur einem Arm ein Auto fahren, während er vor der Polizei flieht? Vergessen Sie dieses Detail während der Verfolgungsjagd nicht. Am Morgen des 25. November war Corporal Rutledge vom Rockdale County Sheriff's Office im Bundesstaat Georgia auf Streife. Da fiel ihm ein gestohlenes Fahrzeug auf. Aber es handelte sich nicht um einen gewöhnlichen Verdächtigen. Der Fahrer des Fahrzeugs war ein Brandstifter, gegen den ein aktiver Haftbefehl vorlag.
097 Yankee Yankee Zebra out of Kentucky. Where's that 80? What's the 34? Around. Nachdem Rutledge über Funk informiert worden war, erfuhr er, dass der Verdächtige bereits mehrmals vor der Polizei geflohen war. Schon bevor die Verfolgungsjagd begann, war klar, dass dies keine gewöhnliche Verfolgung werden würde. Rodeo. Ron, 212 coming up on Bailey. Traffic is light. Das Auto beschleunigte plötzlich und begann mit gefährlichen Manövern im Stadtverkehr zu fliehen. Der Verdächtige fuhr auf die Gegenfahrbahn, um die Verfolgung zu unterbrechen, und brachte den Verkehr zum Erliegen. Rutledge ließ sich jedoch nicht beirren und folgte dem Fahrzeug Schritt für Schritt. Red 95. It was Newton County line. Into the CVS parking lot. Während der Verfolgungsjagd fuhr der Fahrer in eine Tankstelle, fuhr rückwärts weiter und rammte Zivilisten mit seinem Fahrzeug. Als die Polizisten bemerkten, dass der Fahrer nur einen Arm hatte, waren sie fassungslos. Trotzdem kontrollierte der Fahrer das Lenkrad gekonnt. Der Fahrer fuhr immer auf der Gegenfahrbahn, um Fahrzeuge auf der einspurigen Straße zu überholen. Die Fahrer auf dieser Spur mussten wegen ihm an den Straßenrand ausweichen. Diese Manöver des Fahrers bei hoher Geschwindigkeit hätten zu einer großen Katastrophe führen können. Aber er trat in dieser Situation nicht einmal auf die Bremse. In Deutschland gibt die Polizei bei solch gefährlichen Manövern in der Regel die Verfolgung auf, während die Beamten in den USA bis zum letzten Moment kämpfen. Hätte die Verfolgungsjagd in einer solchen Situation Ihrer Meinung nach fortgesetzt werden sollen? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit.
Monday. Dieser Vorfall war eine unglaubliche Verfolgungsjagd, die die Flucht eines einarmigen Verbrechers mit hoher Geschwindigkeit und die Entschlossenheit eines Polizisten zeigte, nicht aufzugeben. Der Vorfall war eher ein Wettrennen, bei dem es auf Geschicklichkeit ankam, als eine einfache Flucht. Das Auffälligste während der Verfolgungsjagd war, dass der Verdächtige furchtlos auf entgegenkommende Fahrzeuge zusteuerte. Selbst als ihm ein großer Lastwagen entgegenkam, drängte er ihn, an den Straßenrand zu fahren. Attempting to get units in the area. In dem Moment, als der Fahrer wieder auf der Gegenfahrbahn langsamer werden musste, griff der Polizist ein und schaffte es, das Fahrzeug in eine Grube am Straßenrand zu drängen. Das Fahrzeug war umgekippt. Get out! I only got one. Get out! I'm trying to get out. Get out now! You said get out. I'm trying to get out. You do anything else, I will shoot you. Get on the ground! Can I get out first? Get on the fucking ground! Can I get out first? Now! Damn. On the ground! Get on the Doch fucking damit waren die ground! Merkwürdigkeiten noch nicht zu Ende. Nachdem der Fahrer versucht hatte, das Fahrzeug auf normale Weise zu verlassen, begann er plötzlich zu fliehen. Der Polizist, der ihn verfolgte, stürzte zu Boden. Als der Polizist wieder aufstand, riss sein T-Shirt, als er versuchte, den Verdächtigen zu fassen. Dann stürzte der Verdächtige zu Boden und musste sich ergeben. Dies hat uns gezeigt, dass auch Menschen mit Behinderung kriminell sein können. Regeln und Gesetze gelten für alle gleichermaßen. Hey, what's up, Ed? Ein Arkansas State Trooper, der innerhalb der Stadtgrenzen von Harrison auf Streife war, bemerkte einen Mitsubishi Eclipse, der mit 80 Meilen pro Stunde fuhr Stunde in einer Zone mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 45 Meilen pro Stunde fuhr. Als er die Sirene einschaltete, tat der Fahrer zunächst so, als würde er langsamer werden, begann dann aber mit plötzlichen Manövern, die den Verkehr gefährdeten, zu fliehen. Harrison. Casey's north, southbound, Orange Eclipse, no LPN. Show me pursuit. Der Beamte schaltete die Sirene mehrmals aus, weil er dachte, das Fahrzeug würde anhalten. Aber der Verdächtige setzte seine Flucht jedes Mal mit plötzlichen Wendungen fort. Die Verfolgungsjagd verwandelte sich schnell in eine gefährliche Verfolgung, die sich von der Stadt auf Landstraßen ausweitete. Are you coming into town or are you leaving town? I'm in town, I'm by Hutchins. What's the reason for pursuit? Doing
80 and a 45. County Minibus. 10-4. What's your traffic like? Traffic's about normal, but not speeding necessarily. Doing about 45 right now. You're just not stopping for me. That the vehicle's just not stopping. Nach einer etwa 3-minütigen Verfolgungsjagd bog der Verdächtige von der Capps Road auf den State Highway 397 ab und begann, andere Fahrzeuge zu überholen, wobei er sie gefährdete. Die Situation wurde nun kritisch. Die Polizei musste nun möglicherweise härtere Maßnahmen ergreifen. Als sich der Verkehr auflöste, führte der Beamte eine PIT-Manöver durch und berührte die hintere rechte Ecke des Fahrzeugs des Verdächtigen. Das Fahrzeug drehte sich um eine halbe Umdrehung, prallte gegen das Fahrzeug des Beamten und blieb quer auf der Straße liegen. Der Trooper beendete die Flucht, indem er das Fahrzeug diesmal mit der PIN-Technik vollständig immobilisierte. Mit Unterstützung der Polizei von Harrison wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug geholt und ohne Zwischenfälle festgenommen. Dieser Vorfall war ein klassisches Beispiel für eine besonnene Taktik und koordinierte Polizeiarbeit. Show me your fucking hand! Show me your hand! Gegen 7:55 Uhr morgens bemerkte eine Streife in North Little Rock einen weißen GMC Pickup, der an der OK Food Mart Tankstelle geparkt war. Auf dem Fahrersitz saß eine Frau namens Devay Nichols, auf dem Beifahrersitz ein unbekannter Mann. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte der Beamte fest, dass das Fahrzeug vom Benton Police Department als gestohlen gemeldet worden war. Als der männliche Beifahrer die Situation bemerkte, floh er schnell in den Supermarkt, während Nichols in Panik das Gaspedal durchdrückte und mit dem Pickup in Richtung Highway 116 davonfuhr. Clear left, clear right. It's a stolen vehicle, occupied one time. I'll give you that tag here in a second. Nichols raste mit 85 Meilen pro Stunde die E. McCain Street entlang und hätte beinahe ein Streifenfahrzeug gerammt. Sie ignorierte den Verkehr und rote Ampeln und verursachte eine gefährliche Verfolgungsjagd durch 3 Städte. Während der Flucht erreichte sie zeitweise Geschwindigkeiten von bis zu 120 Meilen pro Stunde. Nichols bog auf die Landers Road ab und fuhr wieder auf die Autobahn, diesmal mit der Arkansas State Police im Schlepptau. Die Verfolgungsjagd erstreckte sich über Sherwood bis in die Gegend von Jacksonville. Get some distance here.
Der Verdächtige fuhr auf einem Teil der Strecke auf den rechten Grünstreifen und wechselte auf eine andere Straße. Er tat alles, um zu entkommen. Nach der Festnahme des Fahrers wurde bei einer Durchsuchung der gestohlene Fahrzeugschlüssel in ihrem linken BH-Träger gefunden. Nichols behauptete bei ihrer Vernehmung, der Mann, der sie begleitete, habe sie mit einer Waffe bedroht, konnte jedoch keine plausible Erklärung dafür liefern, warum sie weiter flüchtete. Ein Welpe, der sich im Fahrzeug befand, wurde sicher an das Tierkontrollteam übergeben. Als sie Jacksonville erreichten, gelang es den Polizisten des Bundesstaates, den Pickup mit einem PIT-Manöver zum Anhalten zu bringen. Nichols versuchte jedoch erneut zu fliehen, indem er versuchte, das Fahrzeug des Beamten zu rammen. Mit einem zweiten PIT-Manöver wurde der Pickup diesmal auf einer schlammigen Wiese zum Stehen gebracht. Nichols versuchte immer noch zu fliehen, als die Beamten ihre Waffen zogen und sich dem Fahrzeug näherten. Die Frau weigerte sich, das Fenster herunterzukurbeln und den Anweisungen Folge zu leisten, weshalb sie gewaltsam aus dem Fahrzeug gezogen und festgenommen wurde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.